So, wir brauchen insgesamt 60 Meter Baumwollseil. Ich habe hier welches mit dem Durchmesser von 4 Millimetern. Man kann aber auch so Jutegarn nehmen. Das habe ich bei Idee gekauft und das hat einen Durchmesser von 3,5 Millimetern. Von diesem Seil brauchen wir dann insgesamt 12 Schnüre, die 5 Meter lang sind. Dann nehme ich mir meinen Ast. Ich habe hier meinen nochmal ein bisschen mit weißer Acrylfarbe bemalt. Der misst ein bisschen mehr als 60 cm. So, und als nächstes nehmen wir unsere Schnur in der Mitte. Dann führen wir die hinter den Ast und nehmen dann die Schlaufe hier runter und führen die Schnüre da durch. So. Und somit ist das Seil am Ast befestigt. Wenn wir das jetzt mit allen 12 Schnüren gemacht haben, beginnen wir mit den Knoten. Und zwar sind das eigentlich immer die gleichen Knoten. Das heißt, wir nehmen immer 4 Schnüre. Dann legen wir die linke Schnur über die 2 mittleren Schnüre und unter die rechte Schnur. Also über, unter. Dann haben wir hier so eine kleine Schlaufe, nehmen die rechte Schnur, führen die unter diese 2 mittleren Schnüre und von hinten nach vorne durch die Schlaufe durch. So, das ist die erste Hälfte des Knotens. Den ziehen wir hier so nach oben. Dann machen wir das alles genauso, nur spiegelverkehrt. Das heißt, wir machen hier rechts diese Schlaufe, führen die Schnur über die 2 mittleren Schnüre und unter die linke Schnur. Dann führen wir die linke Schnur unter die 2 mittleren und von hinten nach vorne durch die Schlaufe. So, und dann ziehen wir das fest und erhalten somit unseren ersten Knoten. Das gleiche machen wir jetzt mit den übrigen Schnüren, also immer auf der einen Seite eine Schlaufe, dann auf der anderen Seite und zuziehen. Achte darauf, dass der Knoten möglichst gleichmäßig ist. Als nächstes geht es jetzt mit der zweiten Reihe weiter und da lassen wir die 2 äußeren Schnüre erstmal aus und nehmen uns die nächsten 4 Schnüre und machen das gleiche nochmal. So, und auch hier müssen wir darauf achten, dass dann die Abstände von den Knoten zueinander immer dieselben sind. So, in der dritten Reihe nehmen wir wieder die 4 äußeren Schnüre und machen die gleichen Knoten immer wieder. Die 4. Reihe ist wieder wie die 2. Reihe, das heißt, wir lassen die äußeren beiden Schnüre aus und nehmen uns die nächsten 4 und machen die Knoten.
In der 5. Reihe werden wir jetzt nicht mehr durchgängig die Knoten machen, sondern wir machen jetzt hier außen nur noch 2 Knoten. Also einmal hier die äußeren 4 Schnüre. So, und dann machen wir das gleiche auf der rechten Seite. Also auch rechts nur 2 Knoten. So, das heißt, insgesamt bleiben dann 8 Schnüre so, ohne Knoten. Und in der nächsten Runde werden wir hier nur noch einen Knoten machen. Das heißt, wir lassen wieder 2 Schnüre links aus, nehmen die nächsten 4 Schnüre und machen einen Knoten. Und das gleiche machen wir auch rechts, also 2 Schnüre auslassen und dann noch einen Knoten machen. Als nächstes nehmen wir uns jetzt die äußeren 4 Schnüre und machen da eine Reihe von Knoten, aber diesmal immer nur in eine Richtung, das heißt, so wie am Anfang, so dass wir quasi hier immer die Schlaufe haben links. Und anstatt das jetzt spiegelverkehrt zu machen, machen wir das immer auf diese eine Art und Weise. So nach dem 9. Knoten merkt ihr, wie sich das hier langsam so spiralförmig dreht. Dann könnt ihr das einfach auch so ein bisschen wenden und dann hier einfach mit den Knoten weitermachen. Und insgesamt machen wir jetzt so 30 von diesen Knoten. Ich habe jetzt insgesamt 30 dieser Knoten gemacht und jetzt nehme ich mir die rechte Seite vor und mache das genauso. Das heißt, diesmal nehme ich immer auf der rechten Seite die Schlaufe. Ich habe jetzt insgesamt auf beiden Seiten 30 Knoten gemacht. Ich werde jetzt aber bei beiden nochmal 5 Knoten hinzufügen. Wenn wir dann die insgesamt 35 Knoten gemacht haben, machen wir hier oben mit den Knoten weiter. Und zwar werden wir jetzt so ein bisschen mehr Abstand halten. Also das heißt, wir orientieren uns jetzt hier an den mittleren Knoten und nehmen hier dann links davon die 4 Schnüre und machen einen Knoten, wie wir gewohnt sind. Lassen aber mehr Abstand als hier oben, also dass die quasi auf dieser Höhe sind, die Knoten. So, und mit den 4 Schnüren rechts daneben machen wir das gleiche auch nochmal. In der nächsten Reihe lassen wir wieder ungefähr so viel Abstand, nehmen die mittleren 4 und machen erstmal hier einen Knoten und links und rechts. Also insgesamt erstmal 3 Knoten. So, jetzt haben wir hier rechts und links jeweils 2 Schnüre, die noch keine Knoten haben. Und da machen wir einfach einen ganz simplen Doppelknoten, auch auf der gleichen Höhe. So, in der nächsten Reihe machen wir wieder insgesamt 4 Knoten. So, als nächstes werden wir jetzt ungefähr auf dieser Höhe Knoten machen und zwar auch mit diesen. Wir fangen aber in der Mitte an
So, wenn wir jetzt diese 5 Knoten haben, bleiben uns noch jeweils 2 Schnüre links und rechts. Und die werden wir jetzt miteinander verknoten. Das heißt, somit formen wir das alles zu einem Kreis. Also nehmen wir uns die Schnüre und machen wie gehabt unseren Knoten. So. Als nächstes werden wir also immer in Runden fortfahren. Das heißt, wir lassen hier wieder ein bisschen Platz und machen unsere Knoten. Als nächstes werden wir die Knoten jetzt immer mit kaum Abstand setzen. Das heißt, wir knoten die Knoten relativ nah beieinander. So. Und das werde ich jetzt ein paar Runden lang wiederholen. So, das sind jetzt insgesamt 7 Runden. Und hier unten werde ich wieder die Knoten machen, die nur in eine Richtung gehen. Das heißt, das sind diese Knoten wie hier oben, die sich zu einer Spirale formen. So, ich habe jetzt insgesamt 6 mal 32 Knoten gemacht. Und am Ende möchte ich hier nochmal die Seile miteinander verbinden. Das heißt, ich mache wieder einen ganz normalen Knoten. In der nächsten Runde setze ich die Knoten wieder dicht an die vorige Reihe. So, das war jetzt die letzte Runde und im Anschluss werden wir jetzt alles auf eine Länge kürzen. So, am Ende kann man hier noch so Perlen hinzufügen, wenn man möchte. So, und am Ende machen wir noch einen Knoten. So, und das machen wir mit den anderen auch. Und dann sind wir auch schon fertig. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. So, und wenn man das Ganze mit diesem Jute-Garn macht, dann sieht es so aus im Vergleich.